Hallo zur Serie Commodore Basic für Sieger. Heute machen wir Commodore Basic am C128 so schnell wie Nachbars Lumpi mit einem Basic Compiler. Dass Programme, die in Assembler geschrieben sind, schneller sind als Basic-Programme, ist bekannt. Assembler ist halt nicht sehr selbsterklärend und schreckt viele Hobbyprogrammierer ab. Basic-Programmierer müssen aber nicht zwingend auf gute Geschwindigkeit verzichten, denn glücklicherweise gibt es Basic-Compiler. Das sind Programme, die aus Basic-Code direkt Assembler-Code erzeugen, und das hat zur Folge, dass die Geschwindigkeit um ein Vielfaches steigt. Für den C64 gibt es diese Compiler in verschiedensten Varianten, beim C128 wird die Luft allerdings schon dünn. Bei Basic-Compilern kann man zwischen mehreren Varianten unterscheiden. Zum einen gibt es die vollständigen Compiler, die es zum Ziel haben, den gesamten Umfang von Basic in Assembler abzubilden. Das heißt, ganz gewöhnliche Basic-Programme werden vom Compiler schnell gemacht. Blitz ist da zum Beispiel mein Lieblingsvertreter und am C128 wird das Programm dadurch ca. 5 bis 6 Mal so schnell. Microcompiler auf der anderen Seite unterstützen nur einen Teil der Basic-Befehle, erzeugen dafür aber viel kleinere Kompilate und sind schneller in der Ausführung. Und heute wollen wir uns mit dem Basic Microcompiler beschäftigen, der in der Zeitschrift Run im Juli 1986 als Abtipp-Listing vorgestellt wurde. Ersonnen wurde das gute Stück von Vic Cortez und der dicke rote Kasten gleich unter der Überschrift suggeriert, dass Programme um das Hundertfache beschleunigt werden. Naja, wir werden sehen. Großer Dank geht auch an Egon Olsen, der dieses gute Stück ausgegraben und im Forum 64 geteilt hat. Am Ende des Videos werde ich noch ein paar Punkte dazu sagen. Also, was kann dieser Microcompiler? Im Heft wird sehr schön erklärt, wie Basic-Befehle in Assembler übersetzt werden, und da sieht man auch schon, wo die erste Einschränkung liegt, nämlich in der Anzahl der unterstützten Befehle. Wir sehen Variablenzuweisung, Peek, die Grundrechenarten und AND und OR. Weitergehende mathematische Funktionen wie Sinus, Cosinus etc. fehlen aber schon mal. Dann sehen wir if mit größer, kleiner, gleich und ungleich. Kleiner gleich und größer gleich fehlen aber ebenfalls. Print kann offenbar Zahlen, CHR-String und direkt übergebene Strings ausgeben, kennt aber keine String-Variablen. Dann haben wir noch sys, poke, for, goto und goSub und diverse dazugehörende Schlüsselwörter. Das verschafft uns schon mal einen ersten Eindruck. Bevor wir mit mehr Theorie weitermachen, wollen wir das gute Stück aber mal im Einsatz sehen. Ach ja, und wir sind immer noch am C64 unterwegs, wir wollten doch am C128 was machen. Ich habe keinen vergleichbaren Microcompiler für den C128 gefunden und nach dem Durchsehen der Befehle, die ihr jetzt auch kennt, habe ich mir gedacht, die paar Sprungadressen kann man doch ganz einfach auf den C128 portieren. Gesagt, getan, und was ich als grob einen halben Tag Arbeit eingeschätzt hatte, hat sich über eine volle Woche mit ein, zwei Nachtschichten hingezogen. Ich will hier nicht in die Details gehen, nur so viel: Die Unterschiede, wie der C128 seinen Speicher verwaltet, haben mir etwas Kopfzerbrechen bereitet. Und daneben musste ich noch rausfinden, wie der Programmcode des Microcompilers selber um weitere Befehle ergänzt werden kann. Ein paar Details kommen später noch zur Sprache. Über die technischen Schweinereien unter der Haube mache ich bei Interesse gerne ein eigenes Video. So, wozu kann man so einen Microcompiler denn nun gewinnbringend einsetzen? Theoretische Beispiele liegen mir nicht, und auch die Idee zu diesem Video kommt aus der praktischen Anwendung. Ich habe mich nämlich damit beschäftigt, EGA-Grafiken am VDC-Chip des C128 anzuzeigen, und mit dem VDC-Chip beschäftige ich mich, weil mein Hauptprojekt derzeit eine Wirtschaftssimulation am C128 mit 80 Zeichen Ausgabe ist. Als Anschauungsbeispiel für Darstellung von Grafik habe ich mich für das Spiel Rescue Rover von id Software aus dem Jahr 1991 entschieden. Genau, id Software, da wo nur ein Jahr später Wolfenstein 3D und 2 Jahre später Doom entstanden sind. Ich wollte mich aber nicht damit zufrieden geben, einfach nur Screenshots aus dem Spiel als Bitmaps abzuspeichern und diese dann anzuzeigen. Ich wollte versuchen, die originalen DOS-Dateien am 128er anzuzeigen. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, aber als Anschauungsbeispiel heute eignet es sich trotzdem schon ganz hervorragend, denn für die Darstellung sind mehrere sehr rechenintensive Schritte nötig. Auf moddingwiki-shikadi.net findet man zu sehr vielen Spielen Informationen zu Dateiformaten, so auch zu Rescue Rover,
und der erste Schritt, ein Bild aus diesem Spiel anzuzeigen, ist, es zu entpacken. Der Algorithmus dazu ist sehr simpel, es handelt sich um RLE. RLE steht für Run Length Encoding. Das funktioniert so, dass Byte für Byte ausgelesen wird ein Byte mit dem Hexadezimalwert FE, also Dezimal 254 gefunden, sind die nächsten beiden Bytes gesondert zu behandeln. Sie beschreiben nämlich einen Zähler und einen Wert. Das heißt, der Wert soll so oft dargestellt werden, wie es der Zähler angibt. Speziell bei Pixelgrafiken haben wir bei flächigen Farben sehr viele Wiederholungen desselben Bytes. Im Fall von Rescue Rover haben Bilder zwischen einem Drittel und einem Zehntel der ursprünglichen Größe. Das ist selbst in BASIC sehr einfach zu implementieren. Die Stärke des Microcompilers sind nicht komplette Programme, sondern nur einzelne Bereiche. Deshalb gehe ich auch hier kurz auf das gesamte Programm ein, bevor wir zum RLE-Algorithmus selber kommen. Ein komprimiertes Bild hat zwischen 16 und 90 Blocks, das sind 4 bis 22 Kilobyte. Entpackt ist ein Bild 32 Kilobyte groß. Das heißt, wir benötigen zwischen 36 und 54 Kilobyte an Speicher. Ich habe mich entschieden, beide in Bank 1 abzulegen. Da ist genug frei, weil unser Programm nur ein paar Bytes für Variablen benötigt. Der erste Teil des Programmes legt genau diese Grenzen in Variablen ab und wir lesen außerdem die komprimierte Datei ein. Die unkomprimierte Größe ist immer 32 Kilobyte. Wir holen diese trotzdem aus den ersten beiden Bytes, die wir gerade eingelesen haben. Spannend wird es nun ab Zeile 100. Zuerst geben wir noch ein paar Variablen aus und ab 112 beginnt der RLE-Algorithmus. Das Rundherum habe ich kurz mal entfernt, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Den Rahmen bildet die Schleife. Die läuft, bis die Ausgabegröße erreicht ist. Und alle 1000 Eingabebytes geben wir die aktuelle Eingabe- und Ausgabeadresse am Bildschirm aus, so merken wir, ob das Programm vielleicht abstürzt. Dann lesen wir ein Byte. Ist der Wert 254, dann ist das die Markierung, dass nun ein komprimierter Bereich kommt. Wir springen dann in die Entpack-Routine in Zeile 200. Ansonsten übernehmen wir das Byte so in die Ausgabe. In der Entpack-Routine lesen wir das folgende Byte als Anzahl, das übernächste als Wert und dann schreiben wir den Wert entsprechend oft und kehren in die Hauptschleife zurück. Abschließend geben wir die Dauer aus und speichern die Datei ab. Lassen wir das Ganze in regulärem BASIC laufen, dauert das für das Bild roompic.rov 30.203 Jiffys, das sind 503 Sekunden oder 8 Minuten und 23 Sekunden. Das ist eindeutig zu lange, kein Spieler will zusätzlich zur Ladezeit so lange warten. Was wir hier sehen, ist die mit Blitz kompilierte Version. Das habe ich mit dem Warp-Modus etwas beschleunigt, es dauert nämlich immer noch etwas. Die Zeit beträgt mit Blitz 4791 Jiffys, das sind 80 Sekunden und immerhin immer noch 1 Minute 20 Sekunden. Es ist also um den Faktor 6 beschleunigt. Das bringt uns nun zum Microcompiler. Wie schnell wird der RLE-Algorithmus damit sein? Dafür splitten wir unser Programm in zwei Teile. Der Großteil bleibt gleich, den RLE-Algorithmus schneiden wir allerdings raus und geben ihn in ein eigenes Programm. Und die erste Frage ist, wie man Variablen zwischen Basic Code und dem kompilierten Programm übergibt. Man pokt Werte an eine vereinbarte Stelle und der assemblierte Basic Code holt sie von dort via Peek. Dafür habe ich direkt nach Adresse 2048 10 Bytes freigehalten. Und dann werden die Schleife und die Entpack-Routine durch einen sys-Befehl ersetzt. Der sys-Befehl springt zum Kompilat vom RLE-Algorithmus und der Basic-Code davon sieht so aus. Als erstes hinterlegen wir die aktuelle Speicherbank, für die der Basic-Code konfiguriert war. So können wir diese am Ende wiederherstellen. Es könnte große Verwirrung stiften, wenn nach dem sys-Aufruf die Bank plötzlich anders konfiguriert ist als davor. Und dann sehen wir schon den einzigen neuen Befehl, der in der C128-Version vom Microcompiler dazugekommen ist: Bank. Damit schalten wir auf Bank 1 um. Variablen dürfen übrigens nur ein Zeichen lang sein, wir sind also auch auf 26 Variablen beschränkt. Anschließend werden die Variablenwerte aus dem 10 Byte großen Bereich geholt. Der RLE-Teil selber wurde ebenfalls geringfügig angepasst. Do-Loop gibt es zum Beispiel nicht. Das kann aber durch Goto ersetzt werden.
weil GoTo beim Kompilieren direkt durch eine Sprungadresse ersetzt wird. GoTo ist hier also sehr schnell. Ansonsten wurden nur die Variablennamen auf ein Zeichen gekürzt. Und das lassen wir jetzt durch den Compiler laufen. Nach dem Dateinamen gibt man noch die Startadresse an, daraus folgt dann auch, wohin der Sys-Aufruf gehen muss. Ich will offen sein, es dauert etwas, bis man alle Einschränkungen verinnerlicht hat. Der Compiler selber gibt bislang nur eher wenige hilfreiche Fehlermeldungen aus und oft passiert es auch, dass das Kompilieren zwar erfolgreich ist, das Assembler-Programm aber trotzdem abstürzt, weil man eine Regel verletzt hat. Ich habe aber geplant, den Compiler dahingehend noch zu verbessern, das heißt, mögliche Absturzquellen sollen in Zukunft schon beim Kompilieren angezeigt werden. Nun führen wir das Kompilat aus. Und ich musste es wirklich zweimal durchlaufen lassen und die fertigen Dateien vergleichen, um sicher zu sein, dass ich mich hier nicht täusche. Aber das Kompilat vom Microcompiler 128 führt das RLE-Entpacken in 295 Jiffys aus. Das sind 5 Sekunden. Gegenüber Blitz ist das um den Faktor 16 schneller und gegenüber interpretierten BASIC tatsächlich um den Faktor 100. Dazu muss auch gesagt werden, dass der größte Geschwindigkeitsvorteil dann kommt, wenn keine Bildschirmausgabe im Spiel ist. Würde man jedes Byte beim Entpacken am Bildschirm anzeigen, würde der Geschwindigkeitsvorteil schnell dahinschmelzen. Für schnelle Bildschirmroutinen ist der MC128 natürlich trotzdem hervorragend geeignet, bloß nicht um den Faktor 100 schneller. Laut Run Magazine ist der Hauptgrund für die vielen Einschränkungen der, dass das Programm nicht zu umfangreich wird, schließlich war es ein Abtipp-Listing. Vielleicht ist aber auch einfach die kleinste nötige Menge an Befehlen erreicht, um damit sinnvoll arbeiten zu können, und wie man hier gesehen hat, können sinnvolle Aufgaben umgesetzt werden. Ich möchte an dieser Stelle die Einschränkungen nochmal zusammenfassen. Es gibt keine String-Variablen, numerische Variablen sind nur von 0 bis 65.535 gültig. Print mit direktem String geht, Print von Zahlen geht, Print CHR-String geht auch. Aber es gelten keine selbstdefinierten String-Variablen wie A-String und auch kein TI-String. Es gibt keine Nachkommastellen, keine negativen Zahlen, kein Punkt vor Strich und keine Klammern. Rechnen mit negativen Zahlen geht, aber nicht die Darstellung von negativen Zahlen. Bei Peak ist wichtig, dass Peak immer der erste Ausdruck hinter dem Gleichzeichen sein muss. H ist gleich H plus Peak würde also zu einem Fehler führen. Verschachteln von if oder for ist nicht möglich, also keine ifs in ifs, keine weiteren Schleifen innerhalb von Schleifen. If in for ist aber natürlich schon erlaubt. Leider gibt es auch keine Arrays. Im Artikel ist aber beschrieben, wie man sich mit direkten Peek und Poke helfen kann. Ich habe das in einem anderen Zusammenhang auch schon in der Episode zu Speichererweiterungen erklärt. Lesen von Tastatur wird ebenfalls nicht unterstützt, da kann man sich aber durch Auslesen des Tastaturpuffers mit Peek 213 zumindest ansatzweise helfen. Am C128 kann Sys ja mit mehreren Parametern umgehen, das ist derzeit aber noch auf die Adresse alleine beschränkt. Also kein Sys Adresse, Akkumulator, XY und Statusregister, sondern nur die Adresse alleine. Ein wichtiger Punkt beim Basic Compiler ist die Adresse, wo der Einsprungspunkt sein soll. Davon abhängig sind alle Sprünge und Verweise innerhalb des Kompilats. Will man sein Programm an eine andere Stelle laden, muss man es unter Angabe des neuen Einsprungspunktes neu kompilieren. Will man nun mehrere voneinander unabhängige Basic-Kompilate nutzen, wäre es sehr mühsam für jedes einzelne die richtige Einsprungsadresse zu ermitteln. Ändert sich die Länge eines Programmes, müssen alle folgenden entsprechend nach vorn oder hinten verschoben werden, um weder Überlappungen noch ungenützte Lücken im Speicher zu lassen. Ein Trick ist, alle gewünschten Algorithmen in dieselbe Quelldatei zu packen. Direkt zu Beginn wird ein GoTo zu jedem Codeblock gesetzt und jeder Codeblock für sich muss mit End beendet werden. Im Kompilat sieht man dann, dass das erste GoTo immer an Startadresse plus 6 sitzt. Die Adresse jedes weiteren Sprungs ist um jeweils 3 Bytes versetzt. Das liegt daran, dass ein Jump-Befehl 3 Bytes lang ist. Wir können also unser erstes Programm mit Sys an der Hexadresse 1306 ausführen und für jedes weitere einfach 3 addieren.
Wie eingangs schon erwähnt, geht großer Dank an Egon Olsen, der im Forum 64 dieses gute Stück ausgegraben und geteilt hat. Egon hat außerdem eine JavaScript-Version der C64-Version dieses Compilers erstellt. Das heißt, man kann seine Basic-Programme im Browser zu Assembler-Programmen umwandeln lassen. Das ist natürlich viel bequemer und schneller, als dieses in ein Disk-Image zu kopieren, den Microcompiler im Emulator zu laden, den Dateinamen vom Basic-Programm einzugeben und dann beim Kompilieren zuzusehen. Ich muss sehen, das auch für die C128-Version zu machen. Den Link zu alledem gebe ich in die Beschreibung für alle, die das ausprobieren wollen. Egon hat außerdem einen YouTube-Channel mit einem sehr breiten Retro-Themenfeld, den kann ich nur empfehlen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert den Kanal bitte und seht auch mal die Liste der anderen Videos durch. Ich bin sicher, dass noch mehr Inhalte für euch dabei sind. Und falls ihr einen Verwendungszweck für den Microcompiler in euren eigenen Projekten findet, lasst es mich unbedingt wissen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal bei The 8-Bit Theory.